Und an diesem Morgen begrüßen wir Thorsten Frey bei uns im Studio, den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der Union hier bei uns im Studio. Guten Morgen, Herr Frey. Guten Morgen, Herr Frey. Frau Droste, Herr Hädler. Nun sehen wir diesen AfD-Parteitag, der zumindest auf offener Bühne wirklich offenbar sehr harmonisch auch gelaufen ist. Hinter den Kulissen sah das wohl ein bisschen anders aus, aber zumindest der Effekt ist erstmal da in der Bevölkerung. Wir sind geschlossen, insbesondere jetzt ja auch vor diesen Wahlen im Osten. Nun sagt ja Tino Kruppalla, der bestätigt worden ist nochmal als AfD-Chef, irgendwann wollen wir auch bundesweit stärkste Kraft werden. Haben Sie da genügend entgegenzusetzen in der Union? Ja, wir haben natürlich genügend entgegenzusetzen, aber was eben auch offenbar geworden ist, diese Partei ist ernst zu nehmen. Und es reicht eben nicht, sie nur in eine Schmuddelecke zu stellen, sondern wir müssen sie tatsächlich auch mit den inhaltlichen Themen frontal nehmen. Es ist ja schon eine gewisse Leistung, nach diesem wirklich total verkorksten Europawahlkampf einen solchen Parteitag hinzulegen. Und aus meiner Sicht ist es ein Warnsignal. Aus meiner Sicht müssen wir das sehr ernst nehmen und müssen die AfD darstellen, wo sie wirklich Konzepte anbietet, die entweder zu einfach sind, nicht passend für unser Land oder auch sehr gefährlich sind. Das bedeutet eben beispielsweise, was hat die AfD vor, wenn es um NATO und Europäische Union geht? Was sind die Pläne, wenn es um Wirtschafts- und Sozialpolitik geht? Da sehen wir einfache Antworten, die nicht verantwortungsvoll sind. Und das müssen wir, glaube ich, sehr klar machen. Und vor allen Dingen, auch das können wir als Union mit vollem Selbstbewusstsein machen. Wir werben für unser Programm, unsere Themen. Wir sind nach dem Bundesparteitag und dem Grundsatzprogramm sehr, sehr gut aufgestellt. Und deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, ich glaube, wir sind gut gewappnet und wir werden den Kampf aufnehmen. Jetzt bezeichnet sich die AfD nach ihrem Bundesparteitag als Friedenspartei. Wann schließen Sie denn Ihren Frieden mit der AfD? Also Friedenspartei ist natürlich im Grunde genommen eine Verfälschung der Tatsache. Es geht darum, so zu tun, dass man sozusagen über eine Appeasement-Politik gegenüber Moskau Frieden erreichen könnte. Und das ist eine dieser einfachen Antworten, die aber ganz offensichtlich falsch sind. Wir haben, was Russland und die Ukraine anbelangt, einen Aggressor, der ein kleineres Nachbarland angegriffen, überfallen hat, Territorium entrauben möchte, der einseitig Grenzen in Europa verschieben möchte. Und es muss doch eigentlich offensichtlich sein, dass es darauf auch eine klare außenpolitische Antwort braucht, weil sonst die Stärke des Rechts durch das Recht des Stärkeren ersetzt wird. Und das ist mit Sicherheit nicht im deutschen Interesse. Sie kommen jetzt heute in der CDU auch noch mal zur Klausurtagung hier in Berlin zusammen. Ist denn da zu erwarten, dass Sie gerade jetzt auch in Bezug auf die AfD die Brandmauer noch mal weiter hochziehen werden? Ist das noch zeitgemäß, auch angesichts natürlich der Wahlergebnisse, die wir in Ostdeutschland da zu erwarten haben? Also wir wollen uns ganz generell nicht mit unseren politischen Gegnern im Mittelpunkt beschäftigen, sondern uns geht es um unsere Politik, um unsere Vorstellungen. Wir sind als Union sehr gut aufgestellt und wir werden jetzt die letzten inhaltlichen Lücken schließen, damit wir den Menschen in Deutschland wirklich ein gutes Angebot machen können, wie wir dieses Land wieder flott kriegen. Wir sind seit über einem Jahr in der Rezession. Wir haben ungeordnete, unkontrollierte Zuwanderung und viele Probleme. Die Menschen haben den Eindruck, dieses Land funktioniert nicht mehr richtig. Und dafür brauchen wir Rezepte. Da reicht es nicht für eine große bürgerliche Volkspartei wie die CDU und auch die CSU, dass wir uns nur an politischen Gegnern abarbeiten, sondern wir stellen unser eigenes Programm in den Mittelpunkt, werben für uns. Und wir sind davon überzeugt, dass das überzeugend genug ist. Jetzt haben wir am vergangenen Samstag aber auch vor Beginn des Bundesparteitages der AfD wirklich heftige Auseinandersetzungen gesehen in Essen. Sehr gewalttätig, linke Extremisten, Chaoten, Autonome, die bewusst auch die Polizei angegriffen haben. Die haben sich gar nicht für den Parteitag interessiert. Was wir da für eine Gewaltwelle gesehen haben, zeigt das auch, wie aufgeheizt die politische Lage ist und dass die Linksextremisten weiterhin irgendwie nicht so im Blick der Sicherheitsbehörden sind? Ja, ich hoffe nicht, dass es so ist. Aber was wir am Samstag erlebt haben, ist natürlich absolut inakzeptabel. Also wir müssen nicht nur an die Extremisten und Chaoten von rechts, sondern auch an die von links sagen, dass der Zweck die Mittel nie heiligt. Denn dann wäre die Demokratie und der Rechtsstaat am Ende. Und das, was wir gesehen haben, ist absolut inakzeptabel. Sie haben es angesprochen, unmittelbare Angriffe auf die Polizei. 28 verletzte Polizeibeamte. Einer davon schwer. Einer davon schwer, das ist durch nichts, aber auch wirklich gar nichts zu rechtfertigen. Und dafür braucht es auch eine klare Antwort. Und ich will auch ein weiteres sagen. Es ist auch nicht akzeptabel, dass Delegierte geschützt werden müssen
um einen Parteitag zu besuchen. Das muss man auch in diesem Fall sagen. Und es wäre auch bei jeder anderen Partei völlig inakzeptabel. Also ich glaube schon, dass man politischen Protest selbstverständlich nicht nur kundgeben muss in der Demokratie, sondern dass es gerade hier auch richtig ist. Aber wenn der Boden der Friedlichkeit verlassen wird, dann wird es inakzeptabel. Und wenn wir eine Situation haben, in der der demokratische Diskurs, egal ob einem die Partei passt oder nicht mehr möglich ist, dann sind Grenzen überschritten, wo auch Demokraten sagen müssen, bis hierhin und nicht weiter. Lassen Sie uns an diesem Morgen auch noch mal gemeinsam den Blick nach Frankreich wagen. Rassemblement National von Marine Le Pen, stärkste Kraft, wirklich eine Klatsche für Präsident Macron jetzt auch in diesem ersten Wahlgang. Sie betonen immer wieder auch in der Union, haben Olaf Scholz mehrmals dafür kritisiert, insbesondere ihr Vorsitzender Friedrich Merz dafür, dass man das deutsch-französische Verhältnis hat schleifen lassen. Was heißt denn dieses Erstarken der Rechten nun für das deutsch-französische Verhältnis? Ist das so dann überhaupt zukünftig noch zu machen? Also was wir jedenfalls sehen, ist, dass die Entwicklungen, die wir jüngst in Deutschland erlebt haben, kein isoliertes Phänomen in Europa ist, sondern wir haben diese Situation in ganz vielen Ländern, jetzt in Frankreich, ein starker Ruck nach rechts, wenn man sich die mögliche Zusammensetzung des Parlaments dann nach dem kommenden Sonntag anschaut. Und ich glaube, darauf muss man schon Antworten finden. Also was wir sehen, ist, dass die Menschen in Deutschland sehr unzufrieden sind mit der Situation, wie sie ist, aber ganz offensichtlich auch in vielen anderen europäischen Ländern. Und wenn man nach einem verbindenden Band schaut, was eint sozusagen die Herausforderungen in diesen Ländern, dann ist es vor allem eine ungeordnete, unkontrollierte Migration, die den Menschen Angst macht und viele mögliche Folgeprobleme hat. Und deswegen glaube ich, geht es vor allen Dingen darum, die Probleme zu lösen, auf nationaler wie auf europäischer Ebene. Und was es für das ganz konkrete Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich bedeutet, das wird man sehen müssen. Aber eines bleibt richtig. Eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich und auch zwischen Deutschland und Polen ist zentral für die Entwicklung Europas insgesamt. Und deswegen werden wir immer Wege finden müssen, wie man so etwas gewährleisten kann. Sagt Thorsten Frey, der erste parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion. Herr Frey, wir danken Ihnen für Ihren Besuch an diesem Montagmorgen bei uns im Studio. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön, vielen Dank.